Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe gerade nochmal alle 4 Räder im Haus, also das E-Bike, welches ich bald verkaufen möchte, und die anderen 3 Räder, das Rose Backroad, das Open Wide sowie das Open Mind. Und das nehme ich zum Anlass für ein bisschen Real Talk zu jedem einzelnen Rad. Kurz nochmal zur Einordnung für neue Zuschauer. Anne und ich haben uns vor gut 3 Jahren kennengelernt und direkt mit dem E-Biken begonnen. Verleitet dazu hatten mich meine Eltern und auch ich konnte Anne davon überzeugen. Dann sind wir also erstmal E-Bike gefahren, haben uns dann aber nach gut 1,5 Jahren dazu entschieden, Sportivfahrrad zu fahren, also Gravel bzw. Rennrad. Wir haben uns in den letzten 3 Jahren also ordentlich entwickelt, was man auch an den Rädern sieht. Und was ich heute zu jedem einzelnen Rad denke, darum geht es in diesem Video. Der ein oder andere Zuschauer wird tapfer sein müssen, denn ich werde nicht mit meiner Meinung hinterm Zaun halten. Ich finde es wichtig, eine Meinung zu haben und diese auch zu äußern. Was nicht bedeutet, dass meine Meinung wichtig ist, aber Meinung kann unterhaltsam sein und das ist ein wichtiger Faktor. Wir beginnen chronologisch mit dem E-Bike. Am Anfang, als ich mir das E-Bike angeschafft habe, war ich extrem davon überzeugt, dass E-Bike-Fahren richtig cool sei. Ich war der Meinung, dass wenn man fährt, ist das E-Bike das Mittel der Wahl. Und normales Fahrrad fährt man nur noch widerwillig, nämlich dann, wenn man kein E-Bike hat. Leute ohne E-Bike haben mir sogar leid getan. Dass das Quatsch ist, habe ich nach 1,5 Jahren selbst gemerkt. Es gibt noch genügend Menschen, die ganz bewusst sportiv Fahrrad fahren, insbesondere hier, wo wir wohnen. Dazu habe ich mich dann auch entschieden und mit dieser Entscheidung bin ich sehr happy. Nicht nur wegen des sportlichen Aspekts, sondern ich brauche auch etwas fürs Lebensgefühl und dazu taugt das sportive Radfahren sehr gut. Das ist etwas, was man mit Leidenschaft betreiben kann, wo nicht alles einfach ist und man auch mal leidet. Aber genau das habe ich beim E-Bike ja nicht. Da ist alles komfortabel und ich habe immer dieses blöde Reichweitenthema. In welcher Unterstützungsstufe fährst du? Und am Campingplatz ist die wichtigste Frage, hast du mal Strom? Also Lebensgefühl E-Bike? Nee, sehe ich nicht. Lebensgefühl Rennrad? Ja, definitiv. Und zu wissen, dass ich die ganze Strecke selbst geschafft habe, verleiht mir einfach ein viel besseres Gefühl. Und ich kann wirklich stolz sein auf das, was ich geschafft habe. Das war ein Gefühl, was ich beim E-Bike nie hatte. Und der letzte Punkt ist die ganze E-Bike-Optik. Dieses schwere, wuchtige Erscheinungsbild mit den breiten Taschen, der aufrechten Sitzposition ist etwas, was mich heute gar nicht mehr anspricht. Was habe ich mir damals dabei gedacht? Wahrscheinlich gar nichts. So hat sich meine Meinung zum E-Bike also komplett gewandelt. Im letzten Jahr stand es bei meiner Schwiegermutter im Keller und ich bin es jetzt noch einmal 12 Kilometer hier nach Hause gefahren und ich war froh, als es vorbei war. Einfach weil es ein E-Bike ist und ich das nicht mehr fahren möchte. Die Liebe zum E-Bike ist also vorbei und deswegen verkaufe ich es jetzt. Zum Riesemüller Super Delight GT Vario selbst. Wenn ich das Bike heute anschaue, dann erinnere ich mich zuerst daran, dass wir damals kaum etwas daran haben machen müssten. Es war sehr wartungsarm. Einmal die breiten Reifen, die wir sehr selten aufpumpen mussten und wir hatten auch keinen Platten. Und auch die Enviolo-Nabenschaltung war sehr wartungsarm und wir waren damit immer zufrieden. Die Nabenschaltung ist im Vergleich zur Kettenschaltung zwar nicht so effektiv, also bei der Kettenschaltung kommt alles, was man vorne tritt, zu 100% auch hinten an. Das hat man so bei der Nabenschaltung nicht, da gehen ein paar Prozentpunkte verloren. Aber diesen Verlust haben wir mit unseren großen Akkus einfach wettgemacht. Und dann gibt es ja noch die elektronische Rohloff mit einer sehr großen Bandbreite, aber das war für mich damals einfach Raumschiffgeld. Was war sonst noch gut? Auf jeden Fall der Frontgepäckträger mit der Flaschenhalterung. Ich wurde auch in den Kommentaren öfter mal gefragt, woher ich denn diese Flaschenhalterung habe. Aber ja, die gehört halt zum E-Bike selbst. Und die Federung war auch gut und der Gepäckträger hinten war auch super. Was würde ich heute anders machen? Also ich habe mich damals fürs Intuvia entschieden. Heute würde ich wahrscheinlich das Kiox nehmen, ohne Navigation, oder das Nyon mit Navigation. Dann gibt es ja auch noch das Smartphone Hub, das hatte Anne auch, war damit aber gar nicht zufrieden und hat dann wieder zurückgerüstet auf das Intuvia. Beim Smartphone Hub war es nervig, dass man das Handy immer wieder rein und raus machen musste. Man möchte auch mal Fotos machen und dann hatte sich auch eine Schraube gelöst und die war dann verloren und ja, das dazu. Ein Fahrradschloss mit Alarm würde ich heute auch nicht mehr nehmen. Beim Öffnen bewegt man es meistens doch ein bisschen und dann piept's und das ist ganz besonders toll auf einem belebten Marktplatz. Und der letzte Punkt, der mir aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr an dem E-Bike gefällt, ist das wahnsinnige Gewicht von deutlich mehr als 30 Kilo. Wenn ich das mal vergleiche mit meinem Rennrad, dann ist das E-Bike mehr als 4-mal so schwer. Ja, einfach viel zu schwer und es fährt sich wie ein Panzer.
Das war meine Meinung zum E-Bike und jetzt kommen wir zum nächsten Rad, dem Gravelbike. Das Rose Backroad habe ich nur gekauft, weil die Lieferung des bereits bestellten Open Wides lange Zeit nicht absehbar war. Ich hatte aber keine Lust mehr zu warten, also habe ich es online bestellt und nach einer guten Woche war es dann da. Der Plan war, es so lange zu fahren, bis das Open Wide da ist und dann wollte ich es wieder verkaufen. Das Open Wide kam dann nach insgesamt 8 Monaten Wartezeit, aber das Rose Backroad ist immer noch da. Warum ist das Backroad noch da? Nun zum einen, weil es sowieso sinnvoll ist, 2 Räder zu haben. Denn wenn das eine Mal bei schönstem Wetter in der Werkstatt ist, hat man immer noch das zweite, was man nutzen kann. Und zum anderen fahre ich seit dem letzten Jahr damit die 12 Kilometer zur Arbeit hin und zurück. Dafür ist es absolut gut und ich werde es jetzt wahrscheinlich noch 1, 2, 3 Jahre nutzen und dann irgendwann wieder verkaufen. Zum Backroad selbst. Der Rahmen ist aus Carbon und sonst sind Standardkomponenten wie die mechanische Shimano GRX RX 810 verbaut. Gut gefällt mir das integrierte Cockpit mit den innen verlaufenden Kabeln. So kommen sich Lenkerrolle und Kabel beim Bikepacking nicht in die Quere. Gut finde ich auch die relativ schmale Gabel. Und was mir nicht gut gefällt, ist so baulich der Vorbau und der Lenker selbst. Das geht deutlich schöner. Was würde ich heute anders machen? Damals war ich zwischen 2 Größen und ich habe die größere bestellt. Aber genau das sollte man bei einem sportiven Rad nicht machen, denn dann sitzt man sehr aufrecht und man möchte ja sportlich sitzen. Man sieht auf dem Bild auch, dass der Lenker relativ hoch ist und so sitze ich sehr aufrecht. Also wenn man zwischen 2 Größen ist, die kleinere bestellen. Denn was passiert, wenn der Rahmen kleiner ist? Der Rahmen wird in der Höhe Stack und in der Länge Reach kleiner. Die geringere Höhe ist hinten beim Sattel kein Problem, denn die Sattelhöhe ist immer gleich und dann schaut die Sattelstütze einfach ein bisschen mehr aus dem dann kürzeren Sattelrohr raus. Vorne ist die Oberkante des Steuerrohrs niedriger, was man dann dadurch lösen kann, dass man den Gabelschaft nicht so sehr kürzt oder man nimmt einen Vorbau, mit dem man an Höhe gewinnt. Die Höhe ist also gar nicht so kritisch. Viel entscheidender ist mehr die Länge, also Reach. Einen zu langen Rahmen kann man nämlich irgendwann nicht mehr mit einem ganz kurzen Vorbau korrigieren. Der bleibt dann einfach zu lang. Es ist aber schon möglich, einen kurzen Rahmen dadurch zu retten, dass man einen längeren Vorbau nimmt. Also eher klein wählen. Ich bei meinem Rad könnte jetzt natürlich den Gabelschaft kürzen und einen kürzeren Vorbau nehmen, aber da ich es ja bald irgendwann mal verkaufen möchte, meide ich das gerade. Und dann noch das große Thema Fahrradkauf beim Fahrradversender. Fahrradversender, das ist jetzt wie in meinem Fall Rose oder auch Canyon. Die die finden insbesondere online statt, sind hier auf Social Media sehr präsent und generieren halt so ihre Kunden. Also kaufe ich lieber bei denen oder vielleicht doch eher beim Fahrradladen vor Ort. Ich bin der Meinung, dass man sich insbesondere beim Fahrrad nicht nur Gedanken machen sollte um den Kauf, sondern auch um die Zeit danach. Wo bekomme ich dann den Service und die Reparaturen? Denn ich möchte ja viel Spaß an dem neuen Fahrrad haben und das für eine möglichst lange Zeit. Das ist ja nicht so wie beim Fernseher, den ich online bestellen kann, den ich zu Hause ins saubere und trockene Haus stelle und der einfach die nächsten 10 Jahre funktioniert. Wenn ich das Rad online gekauft habe, hat der Fahrradladen vor Ort oft verständlicherweise keine Lust, das Rad zu reparieren. Denn ich habe ihn ja beim Kauf ausgeschlossen und dann stehe ich da. Mir war das damals beim Backroad egal, weil ich es nach ein paar Monaten wieder verkaufen wollte. Und mein Fahrradhändler war auch nicht begeistert, als er das gesehen hat. Ich habe aber in der Zeit danach noch 2 Räder bei ihm gekauft und so repariert er heute auch das Rose. Aber Fahrradversender haben ja auch Partnerwerkstätten, bei denen ich ein online gekauftes Rad reparieren lassen kann. Deswegen habe ich mir mal auf den Homepages von Rose und Canyon die Partnerwerkstätten angesehen. Rose hat heute ca. 28 Partnerwerkstätten in Deutschland und von mir ist die nächste 84 Kilometer entfernt. Das heißt, es gibt nichts in Heidelberg, nichts in Mannheim, sondern erst in Frankfurt. Bei Canyon kann ich die Partnerwerkstätten nicht so gut zählen, weil es keine Liste gibt, sondern sie sind auf einer Deutschlandkarte eingezeichnet. Aber es sind schätzungsweise bestimmt mehr als 60. Von mir ist die nächste Partnerwerkstatt 12 Kilometer entfernt in Heidelberg. Ich will sagen, man sollte sich Gedanken machen um den Service und die Reparatur in der Zeit nach dem Kauf. Und ich halte es für gut möglich, dass man mit dem Kauf beim Radladen vor Ort besser fährt, auch weil man dann bevorzugt bedient wird. Wenn ich die Bilder vom Open Wide sehe, denke ich zuerst, was ein schönes Rad. Das originale Türkis ist super und auch die Hochprofilfelgen gefallen mir sehr gut. Das sind die ZIP 303S.
Der Rahmen ist aus Carbon und die Schaltung ist die elektronische SRAM Mullet. Mullet meint die Kombination aus Force Rennradkomponenten und Eagle Mountainbike-Komponenten. Wir haben Rennradhebel und Rennradkurbel und der Rest sind MTB-Komponenten. Ein 40er Kettenblatt, hinten das XX1 Schaltwerk, welches die große Bandbreite der Kassette darstellen kann. Die hat nämlich 10 bis 50 Zähne und damit ist der kleinste Gang 40:50. Das entspricht einer Untersetzung von 0,8. Genau richtig für Fahrradfahren in den Bergen mit Gepäck. Was mir nicht so gut gefällt, sind die Kabel am Lenker. Gar nicht mal wegen der Optik oder der Aerodynamik, das ist mir eigentlich egal, aber beim Bikepacking kommen sich dann Lenkerrolle und Kabel in die Quere. In der Praxis haben wir das aber mit dem Restrap Bumper Bar gelöst. Und der letzte Punkt, der mir nicht so gut gefällt, ist die große Reifenfreiheit. Dabei ist ja genau das die Besonderheit vom White. In der Gabel ist so viel Platz, dass da locker ein 27,5 Zoll Laufrad mit breiter MTB-Bereifung reinpasst. Da wir aber ganz klar in Richtung Asphalt gehen, werde ich die Gabel so nicht ausnutzen und ja, jetzt muss ich mit dieser elendig breiten Gabel vorne rumfahren. Daher wäre aus heutiger Sicht das Open Up eigentlich der passendere Rahmen für mich, nicht das White. Und abschließend zum ganzen Thema Gravelbike. Also die Daseinsberechtigung fürs Gravelbike sehe ich auf jeden Fall. Man ist nicht an Asphalt gebunden, kann dem Verkehr aus dem Weg gehen und hat das Naturerlebnis. Mir geht es aber gerade auf die Nerven, dass alles Gravel sein muss. Und das sage ich als jemand, der 2 Gravelbikes hat. Das immer wieder gezeichnete Bild vom feinsten Gravel hat sich für uns so nicht bewahrheitet. Klar, bei einem Tagesausflug oder so, okay, aber so wie wir Radreisen machen, also 7 Tage mit dem Gepäck, mit den vielen Höhenmetern und Kilometern, das ist für uns einfach auf Dauer zu anstrengend, zu ruppig, zu langwierig. Da fahren wir lieber sanft auf Asphalt, sind früh morgens auf der Straße, gehen dem Verkehr aus dem Weg, fahren Pässe und haben den weiten Blick. Und das führt uns zum letzten Rad, dem Rennrad. Das Open Mind habe ich seit September 2022 und bisher gab es dazu noch kein Video auf YouTube. Zum einen, weil ich noch genug Radreisevideos in der Pipeline hatte und zum anderen, weil ich der Meinung bin, die Welt braucht nicht noch ein New Bike Day Video. Aber es gibt dieses Rad und wird auch künftig häufiger zu sehen sein. Hier kommen wir dann übrigens in den Bereich arschteuer und ich konnte es mir auch nur leisten durch das betriebliche Fahrradleasing bei meinem Arbeitgeber. Das Mind fährt sich im Vergleich zu den Gravelbikes wie ein scharfes Schwert. Ich mag das minimalistische Design und finde auch das durchgehende Sattelrohr bis zum Sattel sehr gut. Die Sattelhöhe kann man also nicht einfach schnell mal eben ändern. Man kann das Sattelrohr eigentlich nur einmal kürzen oder halt noch weiter. Und ja, so kann nicht jeder mit meinem Rad fahren, was ich mal als deutlichen Vorteil oder klaren Vorteil werte. Sehr happy bin ich auch mit der Individuallackierung in Lava Orange. Das ist eine Porsche-Farbe. Ich hätte natürlich auch was Kreatives nehmen können mit vielen Details und Verzierungen, aber dann weiß ich nie, wo ich hingucken soll. Also habe ich mich für eine Farbe entschieden und da wollte ich eigentlich das Orange, was Open für das White anbietet. Mein Fahrradhändler hat bei Open angefragt, aber die haben den Farbcode nicht ausgerückt, also musste ich mir ein anderes Orange suchen. Mein Händler meinte, mach keine Experimente, sondern nimm eine Farbe, die woanders auch schon gut funktioniert. Damit meinte er Autofarben. Ja? Die haben auch den Vorteil, da gibt es Farbcodes und die machen es einfach, die Farbe genau zu treffen. Ja, dann habe ich eben online gesucht und bin dann sehr schnell bei dieser Farbe gelandet und bin sehr happy mit der knalligen Farbe. Wenn man sich mal das Grau bei Honest White ansieht, das wirkt einfach nicht. Warum? Weil man hat ja bei einem Fahrrad nicht so viel Fläche wie bei einem Auto zum Beispiel. Also so ein Mausgrau wirkt nicht. Da muss schon was Knalliges her, so wie das Türkis beim White oder eben das Lava Orange beim Mind. Die Besonderheit an diesem Mind ist sicherlich die Classified PowerShift Nabenschaltung in Verbindung mit der SRAM Red Einfachschaltung. Damals musste ich noch das gesamte Classified-Paket wählen, bedeutet die Laufräder mit der Narbe drin und noch die Kassette von Classified. Heute kann man, glaube ich, auch andere Laufräder wählen. Aber ich bin mit meinem Laufrad mit der 50 mm Hochprofilfelge sehr zufrieden. Jetzt aber zur Nabenschaltung selbst. Die Schaltung hat 2 Gänge, 1:1 und 1:0,7. Geschaltet wird elektronisch mit diesem kleinen Knopf am Lenker. Und die Steckachse empfängt den Schaltbefehl und die Narbe wechselt auf den anderen Gang.
Welche Vorteile bringt diese Schaltung? Nun, ich kann das Rennrad mit nur einem Kettenblatt fahren und spare mir den Umwerfer, der aufgrund der hohen Kettenspannung oben eine schlechte Schaltperformance hat. Und dennoch habe ich zwei Kettenblätter, nämlich einmal das physische, also das, was wir hier auch sehen, und dann noch ein virtuelles. Dieses Kettenblatt sieht man nicht, man spürt es nur. Was heißt das jetzt in der Praxis? In dem 1:1 Gang nutze ich das physische Kettenblatt und die 50 Zähne, die bei einer Kurbelumdrehung bewegt werden, kommen auch hinten an. Also 50 mal 1 gleich 50. Schalte ich aber in den Gang mit dem Verhältnis 1:0,7, dann nutze ich das virtuelle Kettenblatt und von den 50 Zähnen, die ich bei einer Kurbelumdrehung bewege, kommen nur noch 35 an, denn 50 mal 0,7 sind 35. Das zweite, virtuelle Kettenblatt, hat also in diesem Fall 35 Zähne, immer in Abhängigkeit vom physischen Kettenblatt, was 50 Zähne hat. Und was ich noch cool finde bei Mind, ist die schmale Gabel vorne. Da passen bis zu 32 mm breite Rennradreifen rein. Ich fahre jetzt hier aktuell 30 mm. Und es ist eben deutlich schmaler als die Gabel beim White. Was habe ich falsch gemacht beim Mind? Ich habe mich für das falsche Kettenblatt entschieden. Ich habe ja hier das SRAM Aero Kettenblatt und das gibt es mit 48 Zähnen und 50 Zähnen. Ich habe leider die 50 Zähne genommen, weil ich dachte, viel ist geil, ja, aber es macht für uns ja keinen Sinn, denn wir fahren insbesondere in die Berge. Da wäre das 48er besser, weil das muss ich ja dann nochmal multiplizieren mit der 0,7 und so ergibt sich dann halt mein virtuelles Kettenblatt. Natürlich ist der Sprung nicht groß, aber wenn ich beim Kauf schon die Wahl gehabt hätte, nehme ich doch das 48er. Ja. Aber es wird gerade korrigiert. Und der letzte Punkt, der mir bei Mind nicht gut gefällt, ist, dass es den Ready-to-Paint-Rahmen, den man ja für die Individuallackierung braucht, nur mit Umwerfervorrichtung gibt. Und da der genietet ist, kann ich den also nicht einfach abschrauben, sondern der muss am Rahmen bleiben. Allerdings verschwindet der ja dann relativ gut mit den Trinkflaschen davor. Ja, das war's zu den Rädern. So war unser Weg bis hierhin und auch streckenmäßig hat sich ja einiges getan. Am Anfang sind wir noch die herkömmlichen Radwege gefahren und auch Flussradwege, aber irgendwann werden Flussradwege einfach langweilig. Da passiert einfach zu wenig, da gibt es keine Höhenmeter. Man schaue sich mal die Donau-Videos Tag 5, 6 und 7 an. Ja. Da fällt es mir schon schwer, ein interessantes Video daraus zu machen. Und auch die Radwege, die wir damals gefahren sind, sehe ich heute kritisch. Die führen ganz bewusst öfter durch Städte, um da auch den Tourismus anzukurbeln. Aber wenn ich Radreisen mache, dann ist das meine Rebellion gegen den normalen Tourismus. Ja? Ich möchte mir keine Städte angucken oder Gebäude. Ja? Da ist alles aus Stein und im Sommer heizt sich das wahnsinnig auf. Also warum gehen die Leute dahin? Das habe ich noch nie verstanden. Da bin ich doch lieber einfach in der Natur unterwegs, fahre Pässe und habe den weiten Blick. Ja? Was gibt's Besseres als weiten Blick? Mir fällt da nichts ein. Also, das war meine Meinung zu den ganzen Themen. Ich sage ciao und bis bald.